Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Hallo zu einem neuen Video. Wir starten heute mit super Neuigkeiten. Ich habe mich ja letzte Nacht so gefreut, diesen tollen Platz, Campground-Platz beim City of Rocks zu bekommen. Und nachts haben wir gehört, wie was auf unserem Dach rumtapst. Und dadurch bin ich auch aufgewacht und Tobi dann auch. Und Tobi hat rausgeschaut und es war ein Eichhörnchen auf dem Dach. Oder ein Erdhörnchen. Oder ein Erdhörnchen. Ja, fand ich ganz süß, bis Tobi einmal gesagt hat, er glaubt, es nagt und ich habe ihn ausgelacht. Ja, und jetzt haben wir festgestellt, dass unsere Avocado angenagt ist, die im Schrank war, und noch unsere Toastpackung. Jetzt finden wir das Ganze nicht mehr so lustig und haben jetzt gerade schon Peanut Butter auf dem Löffel krepiert hin im Auto, weil wir haben ein Loch gefunden, eigentlich zum Abzug in Lüften. Das haben wir jetzt zugeklebt gehabt. Ja, und jetzt haben wir die ganze Zeit gegoogelt, was man macht. Wir sind noch nicht auf den Nenner gekommen. Wir haben eben draußen einen Löffel mit Erdnussbutter drapiert und haben das Essen erstmal da weggeräumt und in die Kühlbox geräumt, dass einfach der Geruch nicht so stark da ist, und sind jetzt gerade etwas verzweifelt und haben letztendlich jetzt, nachdem wir eine Stunde draußen gewartet haben mit dem drapierten Löffel und der offenen Hecktür, haben wir jetzt entschieden, dass wir die Verkleidung hier ausbauen werden am Rand und schauen werden, ob wir es finden können. Das heißt, hier die Tischaufnahme wegschrauben, hier die untere Platte wegschrauben. Dafür müssen wir erst noch hier die obere Platte wegmachen. Und dann kann man es theoretisch vorklappen und wir sehen zumindest, ob es dahinter ist. Und dann sehen wir wahrscheinlich, dass es dahinter läuft, nach oben und weg ist. Siehst du was? Wir warten jetzt hier vor der halb ausgebauten Wand. Können jederzeit hier reinschauen, falls wir was hören. Und ja, werden jetzt irgendwas auf YouTube anschauen, Zeit überbrücken und einfach hoffen, dass wir es mitkriegen. Und hoffen einfach, dass es nichts zerstört und eventuell aus dem Auto rausgeht, nicht mehr wiederkommt. Ja, was man sich halt so Hoffnungen macht und eigentlich weiß, dass sie nicht eintreten werden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Mittlerweile haben wir aber gegoogelt, dass es ein sehr häufiges Problem hier ist. Und dass das sehr, sehr oft der Fall ist. Und gut zu wissen. Also im Internet gibt es ganz viele Hinweise, wie man es verhindert, dass die Erdhörnchen reingehen über den Winter. Für uns zu spät. Wir haben es schon drin. Und alles nur, weil wir diesen schönen Platz Nummer 43 im City of Rocks bekommen haben. Ausgesucht haben. Wir haben jetzt circa 20 Minuten gewartet und jetzt haben wir sie wieder gehört. Und zwar hier hinten drin, hinter der Duschkabine und hinter dem Schrank. Ich habe dann reingeleuchtet und dann kann man durch einen Spalt bis hinten hin eigentlich durchschauen. Und ja, ich bin mir relativ sicher, dass es kein Erdhörnchen ist, sondern eine Maus. Also ich habe einen Schwanz gesehen, der war ungefähr so lang. So lang? Ja. Und aber ganz dünn. Und also ich würde eher sagen Maus als Erdhörnchen. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, ob wir happy drüber sein sollen oder nicht. Ja. Aber bis jetzt haben wir es noch nicht losbekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten eine durchwachsene Nacht. Die Mausefalle, die wir noch aus Schweden hatten, hat ausgelöst. Mehrmals. Und die Maus ist jedes Mal entkommen. Also wir haben es mit Erdnussbutter, Nutella, Käse probiert
Und wenn, dann hat sie es rausgeschleckt, den Käse, den hatten wir unten richtig fest eingeklemmt. Ja, sie hat es, denke ich mal, ausgelöst und danach rausgefressen. Alles nicht so erfolgreich, deshalb ändern wir jetzt unsere Pläne des Weiterfahrens und fahren ja, zum nächsten größeren Ort, kaufen dort Lebendfallen und dann hoffen wir mal, wenn wir alle Fächer, wo sie drin war, trapieren, dass sie dann die Lebendfalle bevorzugt und nicht mehr unser Mehl, Nudeln oder was auch immer, was wir alles in der Nacht bzw. Sarah eingesteckt hat und zu uns ins Bett geholt hat, weil das der wahrscheinlich mit sicherste Ort ist, Stand heute, bis sie sich durch die Verkleidung durchnagt. Und einer, der sich auch durch die Maus ablenken ließ und immer wieder wachsam war, hat sich gerade wieder gewälzt. Aber man muss sagen, Rio schaut die Maus eher neugierig an, als wenn er es hört, anstatt was zu machen. Der kriegt dann nur unsere Aufregung mit und ist dann selber aufgeregt, aber ohne das, ja, schaut er einfach nur neugierig und hat sich dann wieder schlafen gelegt. Gestern haben wir jetzt ja noch alles gekauft für die Maus, also Lebendfallen und so weiter. Und wir hatten eine wirklich gute Nacht, weil wir die Maus nicht gehört haben. Wir wissen nicht, ob sie noch im Auto ist, ob alles umsonst war, was wir gekauft haben oder ja. Naja, wir werden die Mausefallen die weiteren Nächte aufstellen und schauen, ob sich was tut. Wir sind jetzt in Tucson angekommen und gehen gleich zu Five Guys essen, was eine Empfehlung von meiner ehemaligen Arbeitskollegin war, weil hier angeblich die besten Burger sind. Wir werden es sehen. So, wir haben uns jetzt das zum Mitnehmen geholt und packen jetzt mal aus. Sehr komisch. Oh, die restlichen Pommes sind einfach hier so drin. Ja. Ja. Sind immer genug Pommes. Und zwar war das ja Empfehlung Nummer 1 von Tobis ehemaligen Arbeitskollegin. Wir haben noch die Empfehlung bekommen, wir müssen auch noch zum In-N-Out-Burger, beziehungsweise Tobi muss dahin, da gibt es nichts Vegetarisches. Das machen wir auch noch. Aber hier gibt es ein Veggie-Sandwich und deswegen war das Nummer 1. War das Nummer 1. Ich glaube mal, das ist deins. Mit Pommes. Pommes sind gut. Also das wird dann dein Bacon-Burger sein. Und das müsste mein Veggie-Sandwich sein. Und die Pommes liegen einfach hier so drin. Noch der Rest. Ist okay. Genau. Dann die Getränke. Also man kann sich so einen Becher holen mit der Größe und dann einfach Refill, also wie es bei uns in manchen McDonald's, glaube ich, auch gibt. Und wir haben uns jetzt Cola Lime geholt, aber es gab Dutzende verschiedene Cola-Sorten. Einmal mit Himbeere hatten wir noch probiert und Orange Vanille. Also Orange Vanille war jetzt nicht unser Geschmack, Himbeere war okay, aber wir mögen einfach den Lime-Geschmack da drin. Genau, der ganze Spaß hat uns $28 gekostet, glaube ich. Ja. 28,90. Genau. Und jetzt sind wir mal gespannt. Also was hier drauf sind Grilled Mushrooms, Zwiebeln, Paprika, Salat, Tomaten. Soll ich deinen Burger auch auspacken? Kannst du machen. Oder möchtest du den Spannungsbogen selber halten? Nee, passt. Oh krass. Mir ist ordentlich viel Fleisch drauf, würde ich mal sagen. Da ist ja ein doppeltes Fleischstück drauf. Beim Five Guys ist das Coole, dass man sich Toppings selber auswählen kann, was man noch alles drauf haben will. Und ich habe jetzt zum Beispiel gegrillte Zwiebeln, Jalapenos und Barbecue-Soße. Genau, dann lassen wir es uns jetzt mal schmecken. Wir haben jetzt fertig gegessen und für uns geht es jetzt weiter zum Saguaro National Park. Der ist westlich von Tucson und da gibt es dann die riesen Kakteen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Saguaro Nationalpark und schon der Weg hierher ist sehr beeindruckend. Hier gibt es verschiedene Parkbuchten, also man kann auch hier wirklich anhalten, Fotos machen und ich zeige euch jetzt mal den Blick. Und die ganzen Striche, die man da sieht, das sind alles Kakteen da auf dem Berg und die Kakteen hier, die schauen auch so cool aus, also so eine habe ich noch nie gesehen. Also wir fahren jetzt zuerst mal zum Visitor Center und lassen uns mal beraten, weil der Park nicht überall für Hunde geeignet ist und schauen, welche Wege wir mit Rio gehen dürfen. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es heute hier so wird.
Wir waren gerade im Visitor Center und Fakt ist, wir können nur einen Trail laufen wegen Rio. Und zwar können wir nur den Desert Discovery Nature Trail mit 0,4 Meilen machen. Und das war's. Es ist echt schade. Sie haben gesagt, mehr haben sie noch nicht an Trails, die mit Hunden erlaubt sind. Aber es gibt noch einen Loop, den fahren wir danach. Da darf aber Rio nicht raus, beziehungsweise auf der Straße schon, aber sonst nicht auf die Wanderwege. Und er hat gerade Angst, dass er nicht mitkommt, weil er gerade im Auto bleiben musste und er will unbedingt mit. Die hohen Kakteen, die man hier sieht, das sind übrigens die Saguaro-Kakteen und deshalb heißt der ganze Nationalpark auch Saguaro National Park. Wie sie in Deutsch heißen, schreiben wir hier unten rein. Und in manchen sind Löcher und darin leben dann Spechte, Nagetiere und so weiter, die die Kaktee als Wohnort und als auch zum Schutz verwenden. Und bei Terra X hatte ich gesehen, dass die Spechte die Löcher reinmachen und dann mehrere Monate zum Teil warten, bis es ausgetrocknet ist. Und dann können sie jahrelang drin wohnen.
Wir sind den Weg gerade nochmal andersrum gegangen, einfach um die Sonne auch von der anderen Seite hier drauf zu haben. Und es ist echt wunderschön hier. Leider, es ist schade, dass wir nur den Weg gehen können, aber der im Visitor Center hat auch gesagt, die Pflanzen, die hier sind eigentlich im ganzen Park. Also haben wir die Pflanzen vom Park gesehen. Für uns geht es jetzt weiter zu dem Loop, den man fahren kann. Und ja, es gibt einen Punkt dort, wo es nur 0,4 Meilen sind, wo man eine schöne Aussicht hat. Und sonst fahren wir den Weg zurück. Boah, das ist schon Loop Drive rechts. So, danach rechts. Das hier ist übrigens der Teddybär-Kaktus und so süß der Name auch klingt, so ja, mies ist er auch, weil die Stacheln sind nicht nur Stacheln, sondern die haben Widerhaken. Das heißt, beim Rausziehen tut es auch nochmal weh. Aber ich finde die cool. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Kurz nach dem Saguaro National Park ging es für uns natürlich weiter Richtung Westen. Wenn ihr wissen wollt, was wir dort alles erlebt haben, dann abonniert den Kanal und begleitet uns auch weiterhin. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns nächste Woche.